Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Ikuma Games. Ich zeige euch heute lang ersehntes Zubehör für die Pico 4. Gleich mehrere Sachen, die super praktisch sind und ihr werdet es gleich sehen. Es sind Produkte von AMVR oder AMVR. Die sind schon bekannt im Markt, für mich jetzt aber nicht immer positiv. Also die waren quasi für mich einer der ersten Zubehörprodukte, Grips für die für die Rift S damals noch, aber auch Face Gaskets und so weiter. Aber die Qualität war jetzt nicht immer herausragend, aber immerhin haben sie Zeug gemacht und das ist schon nicht schlecht. Aber ich bin immer eher für Qualität als für noch weiteren China-Schrott, der unseren Planeten beschmutzt. Aber so viel dazu. Ich habe hier die Pico 4 und ihr seht sie vielleicht schon wie ein schwarzes Face Gasket. Was ist das denn? Das ist das AMVR Face Gasket. Ja, ihr seht es hier. Und wie lange haben wir uns danach gesehen? Okay, so lange gibt es das Produkt hier noch nicht. Und ich sehe nämlich auch eher noch an einem Pico 3 Link Face Gasket, weil das von der Pico 4 ist gar nicht mal so schlecht. Aber wir haben jetzt hier also die das AMVR Face Gasket hier mit so einem PU-Leder. Und das Ganze wird, und das ist das Tolle, bei der Pico 4 einfach mittels Magnet rangepappt. Und ihr seht es vielleicht schon, sorry für die schmierigen Linsen. Ich habe hier meine meine Sehstärke-Linsen vom VR-Optiker drinne, aber auch den Brillenspacer. Also das Ganze ist kompatibel und der Brillenspacer, guck mal, der fällt kaum auf. Das sind ein paar Millimeter, die hier drauf kommen. Funktioniert natürlich ohne, aber für mich, ich merke, dass ich hier an die Linsen, also hier oben an der Kante, mit meiner Stirn komme. Und ihr seht, ich habe so eine hervorgehobene Stirn. Braucht man sich nicht für schämen, aber habe ich halt. Und da komme ich halt gegen hier. Und da hilft mir der Brillenspacer insgesamt ganz gut. Ich habe trotzdem nicht das Gefühl, dass ich FOV verliere. Das FOV ist ja relativ groß sowieso bei der Pico. Aber es ist einfach schön, dass das Ganze hier mit funktioniert. Und ist das Erlebnis denn jetzt besser mit den AMVR, mit dem AMVR Face Cover? Ich würde sagen, ja. Also das ist insgesamt ein weicheres Material und die Verformung hier ist definitiv einfach ein bisschen besser für uns, für unsere europäischen Schädel. Das ist abgerundet. Das liegt hier an den Seiten besser auf. Es könnte noch, es könnte weicher sein insgesamt. Also nicht weicher, das ist ein sehr weiches Material, aber vielleicht ein bisschen zu weich. Das Pico 4 Material ist ein bisschen zu hart, aber da ist die Form nicht perfekt. Hier ist die Form super, aber das Polster ist nicht so gut wie das von Kiwi Design. So ein bisschen auf dem Niveau von VR-Cover, das mag ich auch nicht hundertprozentig. Drückt mir zu sehr, also es gibt zu stark nach. Wenn ihr es festdrückt, habt ihr schnell, also wenn ich hier drauf drücke, bin ich schnell beim Plastik. So, das heißt, ihr könnt die Dinger nicht gut festmachen. Aber wenn ihr das so ein bisschen, ja, vor allem mit so einem zusätzlichen Strap, was ich hier habe, das nutze ich eigentlich immer ganz gerne, ist natürlich keine Notwendigkeit, aber ich muss dann insgesamt die Sachen nicht so festziehen, weil sie eben bequem auf meinem Kopf liegen. Und da ist es ganz gut in der Kombination. Ja, was kann ich hier noch zu sagen? Also ich glaube, wenn ein dickeres Polster hier wäre, würde es auch hier an den Seiten noch besser an meiner Schläfe, aber das ist natürlich ganz individuell liegen, weil ich habe hier an den Seiten keinen Lichteinfall, aber es könnte hier mehr Auflageflächen, damit meine Stirn ein bisschen entlastet wird, ja. Ihr habt hier Nose Flaps schon enthalten. Also ihr müsst nicht die von der Pico nehmen. Die sind aber auch nicht perfekt. Ich zeige euch das mal. Wenn ihr das öfter mal ab und abnehmen solltet, dann passiert es ganz schnell, dass sich das hier löst. Ja, seht ihr, hat sich schon hier gelockert. Da ist ein kleiner Pin.
aber das ist bei der Pico 4 eigentlich genauso. Von daher würde ich das jetzt mal nicht als Nachteil sehen. Ja, okay. Naja, ich lasse das mal so dran. Das Polster ist eben gut für die Pico gemacht, hat so eine spezielle Form. Ich weiß gar nicht, wenn ihr es erkennt, habt ihr das schon mal gesehen? Wird das wiederverwertet oder ist es extra gemacht für die Pico? Könnte ich jetzt hier auf den ersten Blick nicht sagen. Und ihr habt hier auch so Lüftungsschlitze, damit das Ganze nicht so stark beschlägt. Hatte ich jetzt keine großen Probleme mit beschlagenem Bild, aber kann ja auch hier wieder individuell sein. Und auch hier, ich komme hier letzten Endes gegen, weil das Polster einfach nicht hart genug ist, beziehungsweise nicht dick genug oder nicht, ja, einfach zu weich ein bisschen. Wisst ihr, was ich meine? Hier komme ich dann mit der Kante ein bisschen gegen. Aber kann natürlich auch total Kopfform-Sache sein. Insgesamt kann ich bestätigen, dass die Dinger super sind. Ich werde jetzt keinen FOV-Vergleich oder ähnliches machen. Das FOV ist groß genug. Ich komme auch ohne zusätzlichen Linsen nah genug ran. Ich würde behaupten, ihr kommt ein bisschen näher ran mit diesem Gasket. Das sollte selbstverständlich sein. Müsst ihr selber wissen. Ich finde die Dinger erstmal gut und es ist schön, dass es Alternativen gibt, weil die brauchen wir gerade, weil VR so eine individuelle Sache ist. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Wenn mir was einfällt, droppe ich das nochmal. Wir haben nämlich noch ein paar mehr Produkte, auch alles von AMVR in diesem Video. Wie lange habe ich darauf gewartet, wieder Grips zu haben? Gerade für die Pico 4, die zwar eine geile Form haben, eine geile Gewichtsverteilung, aber ja, ich weiß auch nicht. Wenn ich die Dinge halte, ich halte die eben nur so mit den beiden Fingern. Und auf Dauer, gerade bei Sportspielen und so weiter, wird das doch anstrengend. Und hier so ein nicen Grip zu haben, das ist eine super Sache. Und AMVR haben hier echt einen super Job gemacht. Die haben einfach das, was die Pico 4 ausmacht, oder wo man dachte, vielleicht das sind die Nachteile. Normalerweise hat man hier immer so einen Cup, wo dann ja nochmal zusätzlich Grip ist. Nein, das wird hier um den Ring hier installiert mit einem ganz eigenen Mechanismus. Und das ist echt eine coole Sache. Perfekt ist es leider nicht. Ihr seht es vielleicht hier oben. Dieser Bereich hier ist fest. Da könnt ihr nichts dran rütteln und ändern. Klar, das Ganze hier ist beweglich. Aber hier könnte es schon eng werden. Also ich komme hier direkt dran. Unten ist auch nicht mehr viel Platz. Wenn ihr riesige Hände habt, ich würde nicht sagen, dass ich große Hände habe, aber auch nicht kleine, so durchschnittlich große Hände. Für mich passt es perfekt. Viele Leute werden dann sagen, okay, ich komme dann nicht mehr so gut an die Tasten ran. Ja, das habe ich aber bei allen Grips, auch bei der Valve Index. Da müsst ihr einfach gucken, wie ihr das Ganze benutzt. Ich habe die Erfahrung gemacht, packt das Ding nicht wie so ein Handschuh bis nach hinten durch, sondern lasst das so ein bisschen locker auf euren Knöcheln liegen. Dann habt ihr auch hier die Beweglichkeit, hier eure Knöpfe zu erreichen. Es soll einfach nur dafür sorgen, dass ihr ein bisschen entlastet werdet und die Controller nicht wegfliegen, ja? Also nicht komplett reinziehen, sondern ein bisschen locker lassen. Ist nur mein Tipp, könnt ihr natürlich tragen, wie ihr wollt. Ich habe so die Erfahrung gemacht, dass das für mich einfach besser funktioniert. Ja, ich blende euch das Ganze einfach hier ein, wie ihr das Ganze installiert. Ganz einfacher Mechanismus. Hier unten wird das einfach reingesteckt, passt wie angegossen. Und das Coole ist, ihr habt hier kein zusätzliches Grip, falls ihr das nicht mögt. Gibt natürlich auch noch nicht viel zur Auswahl, weil es einfach aufgrund des Rings, nehme ich an, auch schwierig ist, da sich was auszudenken. Deswegen gibt es auch wahrscheinlich noch nichts von ProTube oder dergleichen. Da müssen die Leute noch ein bisschen kreativer werden. Ja, auf jeden Fall eine super Sache. Ich will sie nicht mehr missen müssen. Eine Sache noch genau, dieser Strang hier, also alles super hochwertig gebaut, wirklich, da glaube ich, bricht nichts auseinander, passt super zu den Pico 4 Controllern, als hätte man ja die so ausgeliefert, echt super. Nur dieses Ding hier, diese Schärpe hier,
die ist ein bisschen, ja, bisschen zu wenig. Also wer eine dicke Hand hat, muss schon ein bisschen hier drücken und daraus ziehen. Dann habt ihr genug Platz. Aber ihr seht schon, hier ist das Ganze zusammengestaucht. Oder vielleicht, wenn dieser Plastikring hier weniger wäre, könnte da nochmal ein bisschen mehr Platz sein. Das könnte einfach insgesamt länger sein. Ich meine, ja, lass es doch raushängen. Das wäre doch nicht so schlimm. Aber gut, ich hoffe, die meisten werden damit klarkommen. Ich lasse die gerne auch einfach locker. Muss ja nicht ganz fest sein, aber es reicht schon so komplett aus. Funktioniert leider nicht mit, ihr seht hier, meinen VR-Rifles. Hatte ein bisschen die Hoffnung, dass mit dem extra Mechanismus hier, dass man die trotzdem nutzen kann. Leider nicht. Aber gut, kann man ja auch nicht erwarten, dass alle Hersteller aufeinander Acht geben in diesem Fall. So viel zu den Grips ich wollte schon VR-Cover sagen, von AMVR. Aber ich habe hier noch eine Sache. Boom. Tischtennisschläger-Aufsätze für die Pico 4. Und das Tolle ist auch von AMVR, das ist kompatibel mit diesen Grips hier. Und die werden auch ganz einfach installiert für die rechte Hand. Ich bin mir nicht sicher, müsste ja eigentlich für beide Seiten funktionieren. Aber in der Anleitung stand jetzt rechte Hand. Gucke mal, einfach. Ich weiß, dass es für die rechte geht. Ich versuche es jetzt mal mit der linken Hand. Hier ist die linke Hand. Wenn ihr Linkshänder seid und so spielt, wird das Ganze hier aufgemacht. Und dann muss ich mal gucken. Hier eingesetzt. Andersrum, genau. Ne, ich glaube, das geht tatsächlich nicht. Ja, ist ja auch eigentlich egal. Ihr könnt ja trotzdem die rechte Hand nehmen. Da ihr das Spiel dann so benutzt, ist es ja fast egal, welche Hand ihr benutzt. Nur die Gewichtsverteilung ist dann ein bisschen anders. So, okay, das ist tatsächlich nur für den rechten Controller. Boom. So, und jetzt habt ihr den Tischtennisschläger. Und das funktioniert auch echt super. Wie war das? Rote Seite nach vorne. Und dann, ich blende euch hier mal ein paar Szenen ein, wie ich ein paar Moves mache. Und trotzdem funktionieren die Grips. Das finde ich nicht schlecht. Und man kann die auch wirklich super leicht lösen. Einfach hier öffnen, abziehen. Und die Controller sind wieder ready to go für andere Spiele. Also echt cool. Ja. Super Sache. Ich freue mich trotzdem nochmal, die Geek VR Face Gaskets auszuprobieren. Die sind auf jeden Fall auch bald auf dem Weg hierher. Aber wir haben jetzt schon mal eine günstige Alternative. Ich glaube, die Geek VR-Dinger werden $70 kosten. Also definitiv teurer. Glaube ich zumindest. Vielleicht mit Umrechnung ist der Unterschied gar nicht mehr so groß. Aber das AMVR Face Gasket ist auf jeden Fall schon mal jetzt eine super Alternative. Wenn ihr noch auf mein Review warten wollt oder das, was ich zu sagen habe über die Geek VR, ich will immer Plural sagen, ne? Über das Geek VR Face Gasket, dann wartet noch ab und schaut euch mein Review zu dem Produkt an. Aber könnte noch ein paar Wochen dauern. Ich kann das jetzt erstmal empfehlen, auch wenn ich finde, dass das originale Pico 4 Cover ganz, ganz gut funktioniert. Ja. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Hoffe, euch konnte dieses Video weiterhelfen. Liked dieses Video und abonniert meinen Kanal für mehr Videos rund um VR, Krams, Zubehör, Spiele werde ich auch noch zeigen. Ich muss mehr zocken, Leute, wirklich. Das ist nicht normal. Ich könnte mir das Leben mit diesem Kanal noch so viel einfacher machen, indem ich einfach zocke. Aber wenn ihr das nicht sehen wollt, schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Wenn ihr mehr Zubehörkram sehen wollt, dann schickt mir Geld, damit ich mehr kaufen kann, weil nicht immer kriege ich den Kram zugeschickt. Die AMVR-Sachen habe ich jetzt auch selber gekauft, um sie euch dann präsentieren zu können. Natürlich, weil ich sie auch nutzen möchte, ist ja ganz klar. Aber
Jeder Kauf über meine Affiliate-Links hilft mir weiter, euch den Kram zu zeigen und diesen Kanal hier aufrechtzuerhalten. Ne? Ist zwar alles Spaß und so, aber ist auch ein teures Hobby, würde ich sagen. Ne? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.